Was bedeutet für Sie das Wort Maniac? An wen denken Sie, wenn Sie dieses Wort hören? Was wäre, wenn jemand, bei dem Sie sich sicher fühlen sollten, ein Maniac wäre? Am 21. November 1991 fand ein Arbeiter im Newski-Waldpark in St. Petersburg, Russland, bei seiner Runde die Leiche eines 11-jährigen Mädchens. Sie lag in einem Fluss und war nicht mehr zu identifizieren. Es konnte festgestellt werden, dass sie vor mindestens 2 Monaten ertrunken war. Sie trug rotbraune Stiefel und eine Jeansjacke. Die Ermittler begannen, die Vermisstenanzeigen des letzten Monats zu überprüfen und schickten Anfragen an alle Polizeidienststellen. Ein paar Tage später wurde bekannt, dass die Kleidung mit den Sachen der vermissten 11-jährigen Irina Barsukowa übereinstimmte. Am 16. September 1991 war das Mädchen von zu Hause weggegangen und nicht zurückgekehrt. Da es keine Anzeichen dafür gab, dass Irina angegriffen worden war, ging die Polizei von einem Unfall aus. Der Fall wurde geschlossen. Es dauerte lange 5 Jahre, bis man herausfand, wie die 11-jährige Irina ums Leben gekommen war und damit eine der schrecklichsten Geschichten über einen Serienmörder in St. Petersburg aufdeckte. Ende Dezember 1992 wurde im selben Nevsky Forest Park erneut die Leiche eines Mädchens gefunden. Sie lag nur wenige 100 Meter von der Leiche der 1 Jahr zuvor gefundenen Irina entfernt. Nur dieses Mal hatte das Opfer Schnittwunden an der Kehle und Abschürfungen am Körper. 2 Details erregten die Aufmerksamkeit der Ermittler: die sauber aufgeschnittenen Strumpfhosen im Schrittbereich und 6 Zigarettenkippen in der Tasche des unbekannten Opfers. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass vor einigen Wochen die 13-jährige Olja Wassiljewa aus einem der Kinderheime verschwunden war. Die Erzieherin wurde zur Identifizierung der gefundenen Leiche hinzugezogen. Sie erkannte die vermisste Olja. Die Frau erklärte auch die neben der Leiche gefundenen Zigarettenstummel. Das Mädchen hatte in den letzten Monaten mit dem Rauchen angefangen, aber niemand konnte etwas dagegen tun. Es war klar, dass das Mädchen nicht freiwillig in den Waldpark gegangen war. Nach dem Fund der Leiche erinnerten sich die Ermittler an Irina Barsukowa, die vor einem Jahr gefunden worden war. War der als Unfall abgeschlossene Fall tatsächlich ein brutaler Mord? Obwohl die Untersuchung ergab, dass Barsukowa ertrunken war, fiel den Ermittlern auf, dass die Mädchen ungefähr gleich alt waren und fast am selben Ort ums Leben gekommen waren. Es wurde beschlossen, die beiden Fälle zusammenzulegen. Die Ermittler begannen, alle Bekannten und Lehrer von Wassiljewa zu befragen. Alle Polizeidienststellen wurden sofort über den Vorfall informiert. Es wurde beschlossen, alle möglichen Wege der Verstorbenen zu ermitteln. Der Fall wurde dadurch erschwert, dass es keine Zeugen gab. Niemand hatte gesehen, wohin das Mädchen gegangen war und mit wem. Auch die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Es gab keine Spuren und keine Hinweise. Während die Ermittler im selben Waldpark nach Hinweisen suchten, tauchte eine neue Leiche auf. Am 1. März 1993 wurde im selben Waldpark eine neue Leiche gefunden. Die Handschrift des Täters war dieselbe. Das Mädchen war minderjährig. Die Leiche wurde mit aufgeschnittener Kehle und zahlreichen Stichwunden gefunden. Es schien, als hätte der Mörder seine eigene Handschrift entwickelt. Auch am Körper des dritten Opfers wurden sauber aufgeschnittene Strumpfhosen im Schrittbereich gefunden. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass im Newski-Waldpark ein Serienmörder sein Unwesen trieb. Eine große Anzahl von Spezialisten wurde zur Suche nach dem Mörder hinzugezogen. Ein Kriminalpsychologe erstellte ein psychologisches Profil des Mörders. Man begann, alle männlichen Mitarbeiter des Waldparks, Schüler einer nahegelegenen Berufsschule und kürzlich entlassene Straftäter zu überprüfen. Im Park wurde eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung eingerichtet. Alle Buslinien, die in der Nähe verkehrten, wurden überprüft. Man ging davon aus, dass die Morde nicht im Park selbst begangen wurden, sondern dass die Leichen dorthin gebracht wurden. Alle Autos, die in Richtung Newski-Waldpark fuhren, wurden kontrolliert. Es gelang jedoch nicht, die Spur des Täters zu finden. In der ganzen Stadt brach Panik aus. Kinder wurden nach der Schule begleitet und abgeholt. Mädchen durften das Haus nicht alleine verlassen. Alle waren sich bewusst, dass ihr Kind das nächste Opfer sein könnte. Und ihre Befürchtungen bestätigten sich. Das nächste Opfer wurde im Herbst desselben Jahres gefunden. Es konnte nur anhand einer Zahnfüllung und falsch verheilten Knochenbrüchen am Arm identifiziert werden. Das Opfer war die 13-jährige Tatjana Irtischowa. Nach Angaben der Mutter des Mädchens verließ Tatjana am 12. Mai das Haus, um etwas in einem Kiosk in der Nähe der U-Bahn-Station Lomonossowskaja zu kaufen, und kehrte nicht zurück. Das vorherige Opfer wurde ebenfalls zuletzt dort gesehen.
Es kam die Vermutung auf, dass der Täter genau dort seine Opfer auswählte. Um das Verbrechen aufzuklären, wurde beschlossen, die letzten Tage im Leben des Mädchens zu untersuchen. Wo sie war, mit wem sie Kontakt hatte, welchen Weg sie zur Schule nahm. Verwandte, Bekannte, Klassenkameraden und Lehrer wurden befragt. Mehrere Dutzend Befragte konnten nichts Ungewöhnliches feststellen. Doch nach ein paar Tagen erinnerte sich eine Freundin von Tatjana daran, dass diese ihr ein paar Tage vor ihrem Verschwinden erzählt hatte, dass sie an der Ecke der Narodnaja-Straße und des Bolschikow-Prospekts von einem seltsamen Polizisten belästigt worden sei. Sie habe sich nur mit Mühe von ihm losreißen können. Leider hatte Tanja weder eine Beschreibung noch Gründe für die Belästigung genannt. Die Ermittler wollten bis zuletzt nicht glauben, dass der brutale Mörder der Mädchen ein Kollege war. Ein Polizist, der sicherlich über den Stand der Ermittlungen Bescheid wusste. Letztendlich glaubte niemand an diese Geschichte. Man kam zu dem Schluss, dass sich einfach jemand eine Polizeiuniform angezogen hatte. Wo man den Mörder suchen musste, war ungefähr klar. An der U-Bahn-Station Lomonosowskaja wurde eine Überwachungsgruppe aufgestellt. Ein paar Monate vergingen, ohne Ergebnis. Das Schrecklichste daran war, dass die Ermittler nur auf ein neues Verbrechen warten konnten. Die Medien berichteten immer öfter darüber, dass der Mörder auf freiem Fuß sei. Die Menschen waren empört. Die Vorgesetzten forderten, den Verbrecher sofort zu fassen. Aber der Mörder schien zu wissen, dass er gesucht wurde, und tauchte unter. Die Strafverfolgungsbehörden waren sich bewusst, selbst wenn die Pausen zwischen den Überfällen länger würden, würde der Mörder nicht aufhören können. Deshalb wurden Meldungen über vermisste Mädchen noch gründlicher überprüft. Bald ging die Meldung über das Verschwinden der 15-jährigen Svetlana Karimova ein. Die Ermittler befragten ihre Freundinnen und stellten allen die gleiche Frage: Hatte jemand Svetlana mit einem Polizisten gesehen? Die dritte Befragte erzählte, dass Svetlana eine Woche vor ihrem Verschwinden mit einer seltsamen Bitte zu ihr gekommen war. Sie solle ihr 5000 Rubel leihen, um die Strafe an einen Polizisten zu bezahlen, der sie wegen Schwarzfahrens in der U-Bahn festgenommen hatte. Dieser habe das Mädchen angeblich auf Ehrenwort freigelassen. Sie solle das Geld später selbst vorbeibringen. Diese Information schockierte die Ermittler. Der Mörder hatte nicht nur Mädchen in der U-Bahn belauert, sondern direkt in den Bahnhöfen zugeschlagen. Aber wie konnte ein Fremder in Uniform ungehindert unter den Mitarbeitern der U-Bahn agieren? Und, noch wichtiger, unter echten Polizisten, die dort arbeiteten. So sehr alle daran glauben wollten, der Mann war offenbar tatsächlich Polizist. Es musste ein Plan her. Wie konnte man vorgehen, ohne Verdacht zu erregen und den Mann, der einer der ihren war, zu verschrecken? Ein paar Tage später fand man die vermisste Svetlana Karimova im Waldpark, mit denselben Anzeichen eines Überfalls. Das von der Gerichtsmedizin festgestellte Todesdatum stimmte mit dem Tag überein, an dem eine Klassenkameradin Karimova mit einem Polizisten gesehen hatte. Die Ermittler begannen, alle Namen der Polizisten aufzuschreiben, die an diesem Tag an der Station Ploschad Lenina Dienst hatten. Der Täter konnte jedoch nur jemand sein, der auch an den Tagen, an denen Olja Wassiljeva und Tatjana Erschowa verschwanden, an der Station Lomonosowskaja Dienst hatte. Das waren zwei, Sergeant Anton Dmitrijew und Oberstabsunteroffener Pawel Schuwalow. Es kam also in Betracht, dass einer von ihnen der grausame Mörder war. Die Ermittler begannen, ihre Biografien, ihren Bekanntenkreis und sogar ihre Gewohnheiten zu untersuchen. Schuwalow war ein vorbildlicher Polizist, der bei der Festnahme von Straftätern die besten Ergebnisse erzielte. Dmitrijew hingegen war das genaue Gegenteil. Er war mehrmals aggressiv aufgefallen. Der Mann war immer mürrisch und hatte eine schwierige Biografie, weshalb er zum Hauptverdächtigen wurde. Während der verdeckten Überwachung wurde ihm besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es stellte sich jedoch Folgendes heraus. An den mutmaßlichen Tagen der Morde an dem dritten Opfer war Dmitrijew im Urlaub, nicht in St. Petersburg, und konnte den Angriff nicht begangen haben. Damit blieb Schuwalow übrig, ein Polizist, der viele gute Bewertungen für seine Arbeit erhalten hatte und für eine Auszeichnung vorgeschlagen worden war, als vorbildlicher Oberfeldwebel, der aktiv gegen die Kriminalität kämpfte. Wie konnte er zu einem der grausamsten Serienmörder der frühen 90er Jahre in St. Petersburg werden? Allerdings sprachen immer mehr Fakten gegen Schuwalow. Er wohnte genau an der Ecke der Narodnaja-Straße und des Bolschewiki-Prospekts, genau dort, wo Tatjana von einem unbekannten Polizisten belästigt worden war. Der Fall wurde streng geheim gehalten. Es durfte nicht passieren, dass Informationen über den Polizisten-Serienmörder an die Presse gelangten. Das hätte die Ermittlungen ernsthaft behindern können.
Nun wurde Schuwalows Biografie genauer unter die Lupe genommen. Unter dem Vorwand einer Vorsorgeuntersuchung wurde dem mutmaßlichen Mörder Blut abgenommen. Es wurde mit den getrockneten Blutspuren unter den Fingernägeln eines der Opfer verglichen. Die Blutgruppe stimmte überein, doch dieser Beweis reichte eindeutig nicht aus. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wenn Sie all diese Beweise zusammenfassen, was denken Sie, ist der Verdächtige derjenige, den die Ermittler im Visier haben? Oder handelt es sich nur um eine Reihe von Zufällen und der Mörder ist ein ganz anderer? Ich lade Sie ein, in den Kommentaren darüber nachzudenken. Die Ermittler gingen davon aus, dass Schuwalow als guter Polizist die inneren Abläufe kannte. Er wusste, wie man vorgehen muss, um keine Spuren zu hinterlassen. Es entsteht eine seltsame Situation. Der Mörder ist noch auf freiem Fuß und kann jederzeit ein neues Opfer finden, aber die Polizei hat keine eindeutigen Beweise für seine Festnahme. Schuwalow hatte während der gesamten Zeit der verdeckten Observation keinen Kontakt zu einem einzigen Mädchen aufgenommen. Es blieb also nichts anderes übrig, als weiter nach Beweisen zu suchen oder, so schrecklich das auch klingen mag, auf einen neuen Angriff zu warten. In diesem Moment wurde beschlossen, Schuwalow in eine Falle zu locken. Die Leitung der Abteilung beschloss, mit einem Lockvogel eine Jagd auf den Mörder zu veranstalten und Pavel auf frischer Tat zu ertappen. Man suchte ein Mädchen als Lockvogel aus und instruierte es eine ganze Woche lang. Das vorbereitete Opfer wurde zum Leninplatz gebracht, wo an diesem Tag Schuwalow Dienst hatte. Nachdem sie über eine Stunde im Vorraum der Station gewartet hatte und merkte, dass Pavel nicht reagierte, beschloss das Mädchen, den zuvor ausgearbeiteten Plan in die Tat umzusetzen. Das Opfer sollte ohne eine gültige Fahrkarte in die U-Bahn einsteigen, damit der Polizist reagieren würde. Doch zur Überraschung der Ermittler unternahm Schuwalow nichts. Wenn sie zu dem Schluss gekommen sind, dass der Mörder tatsächlich Pavel Schuwalow ist, haben sie ihre Meinung jetzt geändert? Nach all den erfolglosen Versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen, ging das Mädchen selbst auf den Polizisten zu und fragte ihn, wo eine bestimmte Straße sei. Angeblich sei sie zu Besuch in der Stadt. Man habe sie in der U-Bahn nicht abgeholt und sie habe Angst, sich zu verlaufen. Und da wurde Schuwalow auf sie aufmerksam. Der Polizist erklärte ihr, wie sie die gesuchte Straße finden könne und verabredete sich mit ihr für den nächsten Tag um 18 Uhr am Ausgang der U-Bahn-Station Ploszczad Fostania. Die unglückliche Besucherin willigte natürlich ein. In weniger als einem Tag wurde die Operation vorbereitet. Jedes Risiko musste ausgeschlossen werden. Die Operation begann. Das Mädchen traf sich mit Schuwalow und sie gingen den Newski-Prospekt entlang. Neben ihnen gingen verkleidete Ermittler, Autos fuhren vorbei, es wurden heimliche Aufnahmen gemacht. Nach einer Weile bogen Pavel und das Mädchen unerwartet nicht in Richtung des Waldparks ab, sondern in Richtung der Wohnhäuser, wo sie hinter einer Eingangstür verschwanden. Diese Situation hatte man nicht vorhersehen können. Da wurde beschlossen, vor der Tür einen Streit zu inszenieren, um Pavel mit dem Mädchen wegzulocken. Die Sache nahm eine neue Wendung. Schuwalow kam mit dem Mädchen heraus und nahm ein Taxi. Dann fuhren sie weg. Alle waren verwirrt. Aber schon bald wurde klar, das Taxi fuhr in Richtung des Nevsky Forest Park. Auf halbem Weg hielt das Auto jedoch an, Schuwalow ließ das Mädchen an der U-Bahn aussteigen und fuhr zu seinem Haus. Hatte er etwa gespürt, dass es sich um eine Falle handelte? Oder war vielleicht ein schrecklicher Fehler passiert und Schuwalow gar kein Verrückter? Wie auch immer, die Operation war gescheitert, denn es gab bis dahin noch keine Beweise. Die Führung und die Medien begannen, Druck auf die Ermittlungen auszuüben. Es wurde beschlossen, Schuwalow als Zeugen zum Verhör vorzuladen. Angeblich war er der Letzte, der Karimova lebend gesehen hatte. Bei der Vernehmung kam es dann zu einer unerwarteten Wendung. Die Ermittler hatten kaum ein paar Fragen gestellt, da begann Pavel plötzlich die Tat an Karimova und dann auch an die anderen Mädchen zu gestehen. Pavel Schuwalow wurde im März 1968 in Leningrad in einer wohlhabenden sowjetischen Familie geboren. Er war ein spätes Kind und seine Eltern verwöhnten ihn in seiner Kindheit nach Strich und Faden. Alle Bekannten sagten einstimmig, dass der Junge sehr gutmütig gewesen sei. Schuwalow wuchs krank auf. Er verbrachte seine Freizeit hauptsächlich zu Hause, hatte kaum Kontakt zu Gleichaltrigen und verbrachte die ganze Zeit mit seiner Großmutter. Wie er später erzählte, verprügelten ihn seine Klassenkameraden im Alter von 12 Jahren brutal und schnitten ihm dabei seine Strumpfhosen auf und zogen sie ihm über den Kopf. Später ging Schuwalow mit seinen Opfern fast genauso um
und suchte sich unter allen Mädchen genau diejenigen aus, die Strumpfhosen trugen. Und hier wird klar, warum die Operation mit dem Köder fehlschlug. Das Mädchen kam in Jeans zu einem Treffen mit Schuwalow. Deshalb ließ der Verbrecher sie gehen, in der Hoffnung, dass sie beim nächsten Mal Strumpfhosen tragen würde. Aber das sind nicht alle Merkwürdigkeiten der Morde. Schuwalow zwang seine Opfer, sich in zuvor mitgebrachte, bereits zerschnittene Strumpfhosen umzuziehen. Nach der Schule diente er in den inneren Truppen. Nach der Armee trat er in den Dienst der inneren Behörden, in die UMVD, unabhängige Verwaltungsabteilung des Innenministeriums, der Leningrader Metro. Anfang der 1990 Jahre hatte er den Rang eines Oberfeldwebels erreicht. Schuwalow glaubte, dass die Polizeiuniform ihm helfen würde, seine Komplexe zu überwinden. Vor allem aber wurde sie ihm zum Werkzeug für seine Verbrechen. Er war fest davon überzeugt, dass Polizisten in den Augen der Menschen die absolute Verkörperung des Gesetzes waren. Er war sich sicher, dass niemand ihn verdächtigen würde. Schuwalow hielt minderjährige Mädchen fest, die versuchten, ohne Fahrkarte an den Drehkreuzen vorbei in die U-Bahn zu gelangen. Er reagierte nur auf Mädchen in Strumpfhosen und ignorierte alle anderen. Deshalb reagierte er auch lange Zeit nicht auf das Lockvogelmädchen. Der Mann brachte sie in eine Polizeizelle, drohte, die Schule oder die Eltern über das Vergehen zu informieren, schüchterte sie ein und erpresste sie, sich außerhalb der Arbeitszeit mit ihm zu treffen. Zwischen September 1991 und September 1995 wurden im Newski-Waldpark 5 Morde begangen. Das Muster aller Überfälle war identisch, mit Ausnahme des ersten Opfers, das er ertränkte. Bei einem der Verhöre erklärte Schuwalow: „Ich möchte nur eines sagen. Mit diesem Urteil verurteilen Sie nicht mich, sondern das gesamte Ministerium für innere Angelegenheiten. Denn ein Polizist kann niemals ein Mörder sein." Das Gericht entschied jedoch, dass er es doch sein kann. Am 11. Juni 1997 befand das Leningrader Landgericht Schuwalow für schuldig, 3 Morde begangen zu haben und ließ die Anklagepunkte wegen der beiden getöteten Mädchen wegen Mangels an Beweisen fallen. Vor Gericht widerrief der Mörder alle zuvor gemachten Aussagen. Das Gericht verurteilte Schuwalow zu einer außergewöhnlichen Strafe, der Todesstrafe durch Erschießen. Selbst nach der Urteilsverkündung hoffte Schuwalow weiterhin auf eine Begnadigung und legte Kassationsbeschwerden ein. Die Todesstrafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt. Er verbüßte seine Strafe in der Strafkolonie am IK-1 in der mordowischen Zone. Im Jahr 2020 starb er an Herzversagen. Die sowjetische Miliz. Beim Anblick starker Männer in Uniform fühlten sich die Menschen sicher. Doch auch unter den Milizionären gab es brutale Mörder. Dies ist die Geschichte des ersten dokumentierten Polizisten-Serienmörders, der kleine Schwarzfahrer erziehend misshandelte, deren entstellte Leichen in einem Waldpark gefunden wurden. Als nächstes erzähle ich Ihnen die Geschichte des Tuluner Serienmörders Pawel Schuwalow, der 28 Jahre lang nicht gefasst werden konnte. In dieser Zeit hatte er fast 30 Opfer auf dem Konto. Die meisten Angriffe fanden zwischen 1991 und 2019 statt. Also, der Mörder, von dem wir im vorherigen Fall gesprochen haben, ist sein Namensvetter, der seinen blutigen Weg ebenfalls 1991 begann. Zu viele Zufälle und zu ähnliche Serienmörder. Doch trotz der völligen Übereinstimmung des Vornamens, des Nachnamens, des Beginns der kriminellen Laufbahn und sogar des Motivs handelt es sich um 2 völlig unterschiedliche Verbrecher, die nicht einmal voneinander wussten. Dieser unscheinbare Mann, der zweite Serienmörder Pawel Schuwalow, hielt fast 30 Jahre lang eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Seine schreckliche Karriere begann er bereits 1991 und der Titel „Eine der längsten kriminellen Karrieren" kann ohne zu zögern dem sogenannten Tulun-Serienmörder verliehen werden. Lange Zeit war sein Name der Öffentlichkeit unbekannt. In einer kleinen sibirischen Stadt gab es einen Mörder, das war etwas Alltägliches geworden. Ja, hier zwingt jemand regelmäßig Menschen zu sexuellen Handlungen. Manchmal werden Frauen, Mädchen und kleine Mädchen getötet. Es gelang lange Zeit nicht, den Mörder von Tulun zu fassen. Zum einen meldeten sich längst nicht alle seine Opfer bei der Polizei. Und diejenigen, die sich meldeten, wurden manchmal von den Vertretern des Gesetzes mit Misstrauen, demütigenden Verhören und Spott empfangen. Der Tulun-Serienmörder konnte erst vor relativ kurzer Zeit gefasst werden, im Januar 2019. Es handelte sich um den 52-jährigen Pawel Schuwalow aus Tulun, der als Baggerfahrer in einem örtlichen Kohlebergwerk arbeitete. Über die frühen Jahre des Täters ist so gut wie nichts bekannt.
Es gibt Hinweise darauf, dass Pawel verheiratet ist. Seine Frau ist Russischlehrerin, das Paar hat 2 Söhne. Die Nachbarn beschrieben Pawel als einen ganz normalen, unauffälligen Menschen. Viele glauben, dass die Familie des Mörders und vor allem seine Frau von seinen schrecklichen Taten wissen mussten, aber lieber die Augen vor der Abwesenheit des Familienoberhaupts in den Nächten und Abenden verschlossen haben. Allerdings lief es in den letzten Jahren beruflich nicht gut für Schuwalow, weshalb er seine Opfer nicht nur vergewaltigte, sondern auch ausraubte. Zu Hause gab er wahrscheinlich vor, einen Nebenjob zu haben. Pawel Schuwalow wurde 1968 geboren. Über die Kindheit des Mörders ist nur bekannt, dass sein Vater oft betrunken war und dann seine Frau und seinen Sohn mit einem Messer attackierte. In der Schule war Pawel ein durchschnittlicher Schüler und litt unter Unkonzentriertheit. In der 8. Klasse beging er einen Diebstahl, wurde festgenommen und in eine Erziehungsanstalt geschickt, wo er den Beruf des Drehers erlernte. Nach seiner Entlassung aus der Erziehungsanstalt arbeitete er einige Zeit bei der Eisenbahn, dann ging er zur Armee und kam in ein Bataillon für Bauarbeiten. In der Armee beging er erneut einen Diebstahl, wofür er ins Gefängnis kam. Seine Freunde bemerkten, dass Pawel ständig ein Messer bei sich trug. Aber das kam niemandem seltsam vor. Viele in seinem Umfeld taten das. Was jedoch verwunderte war, dass er seine Messer sehr oft wechselte, während die anderen in der Regel jahrelang dasselbe Messer trugen. Jetzt verstehen Schuwalows Freunde. Er wechselte das Messer nach jedem Überfall. Außerdem trank Pawel gerne. Einmal kurz vor seiner Festnahme ließ er sich in Gesellschaft seiner Trinkkumpanen gehen. Als das Gespräch auf den Tulun-Mörder kam, hielt er plötzlich eine flammende Rede. Die kriegen ihn doch nie. Der Mörder ist doch kein Idiot. Und alle Frauen waren mit ihm als Liebhaber zufrieden. Das sage ich Ihnen. Der Mörder von Tulun ging immer nach dem gleichen Muster vor. Abends oder nachts, manchmal aber auch tagsüber, an einem menschenleeren Ort. Er suchte sich Frauen und Mädchen im Alter von 14 bis 40 Jahren aus. Manchmal griff er 2 Mädchen gleichzeitig an, die in der Regel noch nicht 18 Jahre alt waren. Er bedrohte sein Opfer mit einem Messer, zwang es sich auszuziehen und verging sich an ihm. Viele bemerkten, dass der Mann Potenzprobleme hatte. Deshalb gelang es ihm nicht immer, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der Mann konnte direkt auf dem Mädchen einschlafen, um nach dem Aufwachen weiterzumachen. Wenn das Opfer versuchte zu fliehen, wachte er auf und die Qualen begannen von vorne. Die Tatorte waren meist verlassene oder unfertige Häuser. Aber es konnten auch Hinterhöfe, Brachflächen und dunkle Orte in der Nähe von Wohnhäusern sein. Selbst wenn sie die Schreie des nächsten Opfers hörten, trauten sich die Anwohner nicht, die Polizei zu rufen. Zum einen reagierten die Polizisten selbst nur widerwillig auf die Aussagen der Opfer. Sie wollten sich offensichtlich nicht mit einem weiteren ungelösten Fall belasten. Zum anderen hatten die Anwohner offenbar Angst vor Vergeltungsmaßnahmen und redeten sich lieber ein, dass nichts passiert sei. Die meisten Opfer waren zwischen 14 und 16 Jahren alt. Pawel wählte bewusst jüngere Opfer aus, damit sie sich nicht wehren konnten. Mit einer Größe von etwa 1,75 Meter hatte er einen kräftigen, sogar sehr großen Körperbau und wog etwa 150 Kilogramm. Das erschwerte ihm ebenfalls die Bewegung. Mit seiner Statur wäre es für ihn viel schwieriger gewesen, eine erwachsene, starke Frau zu überwältigen. Das Ziel seiner Verbrechen war ausschließlich der Geschlechtsverkehr. Ja, der Mörder von Tuluna nahm den Mädchen einige Gegenstände und Geld weg. Aber wenn man bedenkt, dass er hauptsächlich Mädchen überfiel, konnten das keine nennenswerten Wertsachen sein. Er nahm die Sachen mit, weil er sehr geldgierig und profitgierig war und offenbar auch, um seiner Familie seine Abwesenheit als Nebenjob zu verkaufen. Und natürlich auch einfach so, um das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Manchmal bat er die Mädchen, ihm ihren Ausweis zu zeigen und drohte ihnen dann, dass er wisse, wo sie wohnen und sie besser nicht zur Polizei gehen sollten. Pawel Schuwalow hatte tatsächlich Probleme mit seinem Sexualleben. Er wurde nur durch gewalttätige Handlungen erregt. Und selbst dann klappte nicht immer alles. Diese Abweichung wird als Raptophilie bezeichnet. Offenbar gefiel seiner Frau dieses Sexualleben nicht mehr, oder das, was sie ihm bieten konnte, langweilte ihn. Und so suchte er sich Befriedigung bei anderen Frauen. Da er nicht besonders attraktiv war, wusste Pawel, dass er in einer Provinzstadt keine Chance hatte, eine junge Frau zu finden, die bereit war, seine Gelüste zu befriedigen. Der einzige Ausweg schien ihm Gewalt zu sein. Der Mann aus Tuluna tötete seine Opfer in der Regel nicht. Es war nicht sein Ziel, ihnen das Leben zu nehmen.
Allerdings hat er 2 Todesfälle zu verantworten. Eine der Getöteten leistete heftigen Widerstand, die andere begann laut zu schreien. Außerdem hat der Täter eine Fehlgeburt bei einem seiner Opfer verursacht. Die Frau war im 5. Monat schwanger. Übrigens gelang es dem Verbrecher nicht immer, Geschlechtsverkehr mit seinen Opfern zu haben. Manchmal konnte er sich nicht erregen. In diesem Fall beschränkte er sich darauf, sie an verschiedenen Körperstellen zu berühren. Deshalb sahen auch nicht alle einen Sinn darin, zur Polizei zu gehen. Die Festnahme des Mörders zog sich fast 30 Jahre hin, hauptsächlich aufgrund der Nachlässigkeit der Ordnungskräfte. Keiner von ihnen wollte sich mit einem offensichtlich aussichtslosen Fall befassen. Erst nach zahlreichen Beschwerden wurde endlich genetisches Material des Täters von 2 seiner Opfer genommen. Dabei erzählten die Mädchen selbst davon. Bevor dies geschah, mussten sie eine Nacht auf der Wache verbringen, wo sich die Polizeibeamten Kommentare erlaubten wie: »Warum seid ihr abends noch rumgelungert? Ihr hättet nicht nachts herumlungern sollen, dann wäre nichts passiert. Bleibt zu Hause.« Dennoch war es genau das damals entnommene biologische Material, das später zur Ergreifung des Täters führte. Nach dem Überfall wurden mehrere Phantombilder erstellt, aber alle sahen dem tatsächlichen Täter kaum ähnlich. Später erinnerten sich Pawels Freunde daran, dass sie sich sogar über die Phantombilder lustig gemacht hatten. Sie hätten nicht gedacht, dass darauf tatsächlich er zu sehen war. Eher ähnelte der Abgebildete seinem besten Freund und Trinkkumpan Wassili. Am 3. Januar 2019 griff Schuwalow sein nächstes Opfer an. Er fuhr in die Stadt und bemerkte ein Mädchen, das allein unterwegs war. Er parkte sein Auto und folgte ihr. Auf einer Fußgängerbrücke über den Fluss, an einem abgelegenen Ort, holte er sie ein, zog sie zur Seite und verging sich an ihr, wobei er ihr ein Messer an die Kehle hielt. All dies geschah in der Nähe der verlassenen Stände eines ehemaligen Marktes. Als er sein Werk vollbracht hatte und sich entspannte, sprang sie plötzlich auf und rannte davon. Aus Angst, erwischt zu werden, rannte er ihr hinterher, aber ihr gelang es, durch eine Lücke zwischen den Ständen zu entkommen. Dem Mörder gelang dieser Manöver jedoch nicht. Sein Gewicht hinderte ihn daran. Nachdem sie Schuwalow entkommen war, ging das Mädchen sofort zur Polizei. Sie wurde sofort aufgenommen und den Ordnungskräften stand frisches biologisches Material zur Verfügung. Diesmal hatte der Mörder kein Glück. Er hatte seinen Mazda in der Nähe eines Hotels geparkt, das mit Überwachungskameras ausgestattet war. Die Kameras hatten das Kennzeichen des Wagens erfasst, sodass es kein Problem war, den Besitzer zu ermitteln. Die Frage war nur, wie man ihn festnehmen konnte, ohne ihn zu verschrecken. Man beschloss, Pavel genetisches Material zu entnehmen, ohne dass er etwas davon mitbekam. Dazu wurde eine ganze Geschichte erfunden. Angeblich gab es einen Diebstahl in der Schule, in der seine Frau arbeitete, und er wurde als Zeuge vorgeladen. Der Stift, mit dem er das Protokoll unterschrieb, wurde sofort zur Analyse mitgenommen. Die Untersuchung ergab eine 100%ige Übereinstimmung. Der mysteriöse Mörder von Tuluna war endlich gefunden. Der Verbrecher wurde sofort festgenommen. Unter dem Druck der unwiderlegbaren Beweise begann er zu gestehen und erklärte die Morde detailliert. Einer davon ereignete sich im Oktober 2008. Schuwalow gab an, dass er wie üblich sein Opfer in ein verlassenes Haus gelockt und zu einer Tat gezwungen habe. Nach der Tat versuchte das Mädchen, sich zu befreien, schlug den Vergewaltiger und rief um Hilfe. Aus Angst, entdeckt zu werden, stach er mehrfach auf sie ein. Obwohl der Mörder während der Ermittlungen behauptete, er habe nicht die Absicht gehabt zu töten, sprach das Tatgeschehen eine andere Sprache. Aus Angst, entdeckt zu werden, versetzte der Mörder seinem Opfer mehrere gezielte Stiche. Was den zweiten Mord betrifft, so erklärte Schuwalow, dass das Opfer Lärm gemacht habe. Um auch hier seine Schuld herunterzuspielen, behauptete der Mann, er habe die Frau nur leicht gewürgt. Dies entsprach jedoch nicht der Wahrheit. Das Tatbild zeigte eindeutig, dass die Frau mindestens 3 Minuten lang an der Kehle festgehalten worden war. Es stellte sich auch heraus, dass die den Opfern abgenommenen Gegenstände auf dem Markt verkauft wurden. Auch dank dieser Einnahmequelle lebte die Familie recht gut und konnte sich jährliche Urlaubsreisen leisten. Übrigens unterstützt die Familie den Ehemann und Vater weiterhin. Die Frau und die Söhne bringen ihm Pakete mit Süßigkeiten. Die Frau des verhafteten Verbrechers war stellvertretende Schulleiterin an einer örtlichen Schule. Die Söhne hatten recht gute Positionen. Natürlich möchten sie nicht, dass die Beteiligung ihres Vaters an den schrecklichen Verbrechen bewiesen wird. Aber die genetische Untersuchung hat die Übereinstimmung eindeutig bestätigt. Daher konnte sich der Mörder nicht herausreden. Die Ermittlungen im Fall des Mörders von Tuluna dauerten lange.
denn in 27 Jahren hatten sich zahlreiche Übergriffe angesammelt. Die Akte Schuwalow umfasst mehr als 100 Bände. Zunächst waren 11 Fälle von Nötigung zur Prostitution aufgeführt, dann kamen noch 13 hinzu. Aber auch das ist noch nicht die endgültige Zahl. Der Mörder selbst erinnert sich an einiges nicht mehr. Seine Opfer schweigen aus Angst vor der Öffentlichkeit. Mittlerweile wurde Anklage gegen den Verbrecher erhoben. Der Prozess fand statt. Ein psychiatrisches Gutachten stellte Schuwalow für zurechnungsfähig und voll verantwortlich für seine Taten fest. Der Mann zeigte keinerlei Reue. Nach Aussagen der mit ihm arbeitenden Fachleute behandelte er Frauen wie leblose Gegenstände. Es ist anzumerken, dass Pavel Schuwalow ein Maniac mit einem einzigen seit Jahren angewandten Muster ist. Einige Serienmörder und Vergewaltiger verbessern und verfeinern ständig ihre Fähigkeiten, ändern sogar ihre Handschrift, um schwerer gefasst zu werden. Schuwalow hat nichts davon getan. Er handelte immer nach dem gleichen Muster. Das bedeutet, dass es nicht allzu schwierig gewesen wäre, ihn zu fassen, wenn man gewollt hätte. Aber es wurden keine Versuche unternommen, dies zu tun. Mehr noch, manchmal wurden nicht einmal Anzeigen von den Opfern aufgenommen und die zahlreichen Vorfälle wurden nicht zu einem einzigen Fall zusammengefasst. Heute räumt der Leiter der Ermittlungsbehörde der Region Irkutsk ein, dass das, was in Tuluna geschah, ein eklatanter Fall von Schlamperei war. Er erklärt dies mit der Gesetzlosigkeit der 1990 Jahre und der großen Zahl ähnlicher Fälle in den 2000er Jahren. Mit anderen Worten, zuerst wollte man nicht ermitteln und dann hatte man keine Zeit mehr. Mehr oder weniger ernsthafte Ermittlungsversuche begannen erst 2008. Natürlich trug auch das unscheinbare Aussehen des Täters dazu bei, dass seine Festnahme so lange auf sich warten ließ. Die Ermittler stellten fest, er sieht aus wie ein typischer Mann aus Tuluna. So jemand geht in der Menge an dir vorbei und du bemerkst ihn nicht. Davon gibt es viele. Aber es kam auch anders. Tuluna ist eine kleine Stadt und der Mörder war, wie wir uns erinnern, fast 28 Jahre lang aktiv. So ist es nicht verwunderlich, dass er einige Opfer zweimal angegriffen hat, einfach zweimal dieselbe Frau. Und es kam auch vor, dass die Opfer kurz nach dem Überfall ihren Angreifer in öffentlichen Verkehrsmitteln sahen und natürlich laut schrien, aber niemand reagierte. Es wurde kein Versuch unternommen, die Polizei zu rufen oder den Täter festzuhalten. Ein weiteres Opfer erkannte Schuwalow direkt im Untersuchungsgefängnis. Sie kam nach der Tat zur Polizei, als er gerade wegen ungebührlichen Verhaltens vernommen wurde. Rowdytum oder so etwas Ähnlichem. Das Mädchen war damals noch nicht 18 Jahre alt. Als sie der Polizei sagte, dass ein Vergewaltiger in ihrer Zelle sitze, glaubte man ihr nicht und drohte ihr mit Strafe wegen Verleumdung und falscher Aussage. Ein weiteres Opfer des Übergriffs gibt an, dass sie in der Nähe eines Privathauses angegriffen wurde, aber niemand reagierte auf ihre Schreie. Außerdem traf das Mädchen am nächsten Tag die Besitzerin des Hauses im Bus und hörte, wie diese sich bei einer Freundin beschwerte. Die ganze Nacht schrie jemand unter dem Tor, als würde jemand vergewaltigt werden. Wir konnten nicht schlafen. Die Betroffene hielt es nicht mehr aus und schrie, »Ich wurde vergewaltigt. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen?« Aber die ältere Frau tat so, als hätte sie den Ausfall ihr gegenüber nicht bemerkt. Später, als die Ermittlungen bereits liefen, machte dieselbe Hausbesitzerin einen Aufstand bei der Polizei. Sie behauptete, diese habe kein Recht, in der Nähe ihres Hauses Ermittlungen durchzuführen. Die Gleichgültigkeit und Herzlosigkeit der Umgebung trugen ebenfalls zur langen Karriere des Tuluna-Serienmörders bei. Am 18. Oktober 2021 fällte das Irkutsker Landgericht das Urteil gegen den Verbrecher. Der 53-jährige Mann wurde zu 24 Jahren Haft verurteilt, davon 1 Jahr und 10 Monate in einem Hochsicherheitsgefängnis. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.